Was ist eigentlich, wenn das alles hier nicht funktioniert? Wenn wir irgendwann sagen müssen, wir haben uns geirrt. Peru funktioniert für uns nicht oder das Geld ist alle oder wir müssen komplett neu anfangen. Sind wir dann gescheitert? Dieses Video richtet sich explizit an Menschen, die Lust haben, etwas zu verändern in ihrem Leben, aber besonders viel Angst haben vor dieser Frage, was ist, wenn ich damit auf die Nase falle? Was wäre denn für uns ganz konkret Scheitern? Ich glaube, diese Frage müssen wir getrennt voneinander beantworten. Ich würde mal sagen, was mir Angst macht. Ja? Also Angst macht wäre zum Beispiel, wenn ich diese ganze Sache alleine wuppen müsste. Das wäre für mich Scheitern, weil dann unser gemeinsamer Traum nicht mehr gelebt werden kann. Das wäre für mich eigentlich der allergrößte Scheiterpunkt. Natürlich ist Thema Geld, ich will nicht sagen, dass das irrelevant ist, auf gar keinen Fall, macht man auch manchmal unliebsame Nächte. Und wenn es jetzt hier in Peru mit diesem Grundstück nicht klappt, das betrifft mich, glaube ich, zwar ein weinendes Auge, hätte aber sogar noch Platz für ein lachendes Auge. Wenn ich sehe, das, was als nächstes kommt, würde tendenziell noch mehr Erfüllung, noch mehr Zufriedenheit mit sich bringen. Ich denke gar nicht so viel über das Scheitern nach, weil ich bin so ein Typ, bei mir geht es einfach nur darum, etwas zu tun. Ja? Und deswegen stört es mich eigentlich gar nicht, wenn ich Dinge beginne und nach einer Weile feststelle, ach ja, funktioniert nicht so gut oder habe gar kein Interesse mehr dran oder ja, ich will lieber was anderes machen. Dann ist es für mich vollkommen in Ordnung. Für mich, wenn ich das jetzt als Scheitern definieren müsste, wäre der Punkt, wenn wir wieder zurück in unseren Ursprung gehen müssten, ja? Zurück nach Deutschland, zurück in unser altes Leben. Das wäre für mich wohl emotional gesehen der größte Rückschritt. Ja, der größte Rückschritt, die größte Enttäuschung, das größte Scheitern dann. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde liebend gern von null in einem anderen Land anfangen, mit anderen Bedingungen, als zurück nach Deutschland zu gehen. Das ist für mich kein Scheitern, das ist für mich eher ein Wachstum. Ja, genau, dem würde ich zustimmen, denn nur weil jetzt irgendwas beendet wurde, heißt das für uns nicht per se, dass das eine Form des Scheiterns ist. Wenn wir jetzt die klassische Definition nehmen, Scheitern, ja, dann sind wir in unserem Leben wahrscheinlich schon mehrmals gescheitert. Um das nochmal konkret zu machen. Wir sind damals nach Paraguay ausgewandert 2016 mit bestimmten Vorstellungen, mit bestimmten Ideen, ja, mit bestimmten Visionen und haben dann nach gewisser Zeit festgestellt, das können wir so nicht umsetzen, wie wir das möchten. Und wir sehen es aber nicht als Scheitern an, sondern wir haben damit viele wertvolle Erfahrungen gemacht. Ja, von außen ist das der Punkt, wo wir das auch wirklich mehrfach in den Kommentaren gehört haben. Ach, jetzt sind sie gescheitert. Das ist euer Betrachtungswinkel. Wir sehen das Ganze als ein Erfahrungsspektrum. Wir haben diese Zeit in Paraguay auch wundervolle Tage gehabt. Wir haben da wundervolle Erfahrungen gesammelt. Wir haben auch negative, in Anführungsstrichen negative Erfahrungen gemacht. Allerdings gehört das alles zu unserem Weg dazu. Ja, wir haben so zum Beispiel unter extremen Bedingungen gelebt, gewohnt. Nicht nur, dass unser Körper sich angepasst hat, wir haben Sprachkenntnisse gesammelt, wir haben kulturelle Wissen uns aneignen können und konnten uns so eigentlich erst gewisse Fähigkeiten aneignen für den nächsten Schritt. Und als nächstes haben wir unser Familienleben, weil unser Kind ist ja da geboren, unsere erste Tochter in Paraguay, haben wir erst so richtig begonnen, unser Familienleben als kleine Familie zu starten. Ja, und wenn Paraguay wirklich Scheitern war, dann hat uns dieses Scheitern ziemlich viel beigebracht. Ja, auch jetzt ist das Thema natürlich nicht abgeschlossen. Auch jetzt stecken wir wieder in einer neuen Situation und könnten jeden Augenblick scheitern. Es könnte plötzlich sich feststellen, dass Peru nicht mehr passend für uns ist. Es könnte sein, dass unser Haus ewig keine Wände hat. Ja, wir wissen es nicht, was da als nächstes auf uns wartet und wie wir emotional damit umgehen. Auch das, was ihr gerade seht, unseren YouTube-Kanal, unsere Videos. Wenn ihr unseren Verlauf anschaut, da werdet ihr sehen, da waren teilweise 2 Jahre Lücken drin. Ja? Auch da wissen wir nicht, werden wir das dauerhaft so weiterführen, werden wir wieder Pause machen, haben wir irgendwann die Schnauze voll davon, das wissen wir nicht. Ja? Und das ist dann aber kein Scheitern, weil wir haben es manchmal abgebrochen, haben sogar schon gesagt, unser letztes Video und dann nach 2 Jahren oder nach ein paar Monaten kam ein neues Video. Also das sind immer solche Momente, wir wollen halt versuchen, auf unser Gefühl zu hören, wie fühlt es sich gerade an, sind wir mit der Situation noch zufrieden, bringt es uns etwas, erfüllt es uns und wenn das nicht gegeben ist, ja, dann ändern wir halt was. Ja, also wir sitzen praktisch mitten in der Geschichte und wissen selbst nicht, wie das ganze Kapitel enden wird. Viele Menschen vermeiden Entscheidungen, weil sie genau Angst haben, irgendwann mit dieser Entscheidung auf die Nase zu fallen bzw. zu scheitern. Aber allein die Tatsache, in einer Passivität festzustecken, ist ebenfalls Scheitern. Was wäre für uns schlimmer? 3 Jahre lang
etwas zu versuchen und zu scheitern oder 20 Jahre lang etwas nicht zu versuchen, weil es schiefgehen könnte? Schreibt uns unbedingt in die Kommentare, zu welcher Kategorie Mensch gehört ihr? Zur A, ich probiere es aus, mit der Gefahr hin zu scheitern. Oder B, ich versuche gar nicht erst in diesen Bereich zu kommen, wo ich scheitern könnte. Ja, also was machen wir denn, wenn es mal wirklich an den Punkt kommt, dass wir sagen, wir sind gescheitert? Tun wir dann einfach nur jammern? An unserer Geschichte lässt sich ableiten, dass wir das nicht tun. Ja? Wir sagen dann, ja, ist vielleicht doof, tut vielleicht weh, ja, das Grundstück jetzt zurückzulassen. Also ich sage mal, rede von der Vergangenheit. Das schmerzt schon, ja. Allerdings, wie meine Frau eher schon gesagt hat, gibt es immer ein lachendes und ein weinendes Auge. Wir ziehen dann durch und sind dafür offen, was das Leben für uns bereitet und welche neuen Türen sich für uns öffnen. Also als Fazit würde ich wirklich sagen, dass unsere wichtigsten Eigenschaften eigentlich die Anpassungsfähigkeit sind, die Flexibilität auf gewisse Situationen, ja, uns wieder neu auszurichten, neu einzustellen. Ich glaube, das haben wir über die Jahre schon immer wieder bewiesen. Und das ist auch das, was ich euch am meisten mitgeben möchte. Wir werden eine Lösung finden. Und ja, das kann uns traurig machen. Und ja, es kann schlimme Emotionen hochholen. Und trotzdem bin ich überzeugt davon, dass wir irgendeine Lösung finden, um dann aus dieser Situation rauszukommen. Und ich bin auch noch guter Dinge, dass wir den YouTube jetzt länger aktiv halten. Und dann könnt ihr live dabei sein. Und warum haben wir nicht mehr solche große Angst davor? Weil es für uns bedeutet, dass ein Scheitern in einer bestimmten Situation nicht das Ende des Lebens bedeutet. An dieser Stelle wollen wir uns recht herzlich bei allen bedanken, die dieses Video anschauen, liken, teilen und insbesondere den Menschen, die uns eine Kokosnuss spendieren. Ja, in der Videobeschreibung seht ihr einen Link zu Ko-fi, wo ihr uns eine Kokosnuss spendieren könnt.